Einen Brief inhaltlich zu erschließen, nach Personen, Orten oder Themen, wechseln wir in die Analyseumgebung. Dies können Sie entweder über das Kontextmenü des Texteditor-Fensters oder über den Wechselbutton in der Symbolleiste erreichen. Sie wechseln immer mit dem aktuell geöffneten Dokument in die Analyseumgebung. Die Analyseumgebung ist grundsätzlich so aufgebaut, dass Sie auf der rechten Seite den Volltext des geöffneten Dokuments haben und auf der linken Seite Ihnen verschiedene Analyseindizes zur Auswahl angeboten werden. Über das Kontextmenü können Sie auch weitere gewünschte Indizes öffnen, die von Ihnen erstellt oder Ihnen freigegeben worden sind, sowie auch neue Indizes anlegen. In diesen Analyseindizes verwalten Sie die Indexeinträge, denen Sie Textpassagen aus Ihrem Dokument zuordnen möchten, um so den Text eingehend zu erschließen und zu annotieren. So können Sie zum Beispiel über Personen- und Raumindizes genau verzeichnen, welche Personen und Orte innerhalb des Briefes erwähnt worden sind. Es ist jedoch möglich, weitere Indizes zu erstellen, sodass beispielsweise ein Sachindex hinzugefügt werden kann, um Themen zu verzeichnen, über die in den Briefen geschrieben worden ist. Sie können auch individuelle, auf Ihr Forschungsinteresse angepasste Indizes anlegen, die Ihnen dabei helfen, den Text hinsichtlich Ihrer Forschungsfrage zu analysieren. Der grundsätzliche Vorgang, um einen Brief zu erschließen, ist dabei immer derselbe. Sie können ein Wort oder auch eine ganze Textpassage einem Indexeintrag zuordnen. Sie markieren eine Textstelle und können diese per Drag and Drop zu einem Indexeintrag hinzufügen. Wenn Sie die Maus auf die markierte Textstelle bewegen, sehen Sie, dass dieser einem bestimmten Index zugeordnet wurde. Dies ist sowohl mit einzelnen Worten als auch mit ganzen Abschnitten möglich. Sie können auch jederzeit zwischen den einzelnen Registern wechseln. Um beispielsweise einen Ort einem Indexeintrag zuzuweisen, wechseln Sie in den Raumindex, markieren die Stelle im Text und fügen diese dem gewünschten Eintrag hinzu. Sie können schon bereits angelegte Indexeinträge zum Zuordnen verwenden. Falls der entsprechende Eintrag sich noch nicht im Index befindet, können Sie auch einfach einen neuen Indexeintrag anlegen. Bewegen Sie hierfür die Maus innerhalb des Indexfensters und öffnen mit einem Rechtsklick das Kontextmenü. Dort wählen Sie die Option Neuen Indexeintrag hinzufügen an. Hier können Sie nun eine Bezeichnung eingeben und ihn hinzufügen. Es ist auch möglich, mehrere Annotationen auf Textpassagen zu machen, die schon annotiert wurden. Falls Sie einer Textpassage, welche bereits einem Index zugeordnet wurde, einen weiteren zuordnen wollen, können Sie diese Textstelle markieren und dem gewünschten Eintrag zuordnen. Wenn Sie nun mit der Maus über die Textstelle fahren, können Sie sehen, dass dieser mehrere Lemmata zugeordnet sind. Somit können Sie auch sich überlagernde Annotationen vornehmen. Sie können eine bereits zugeordnete Textstelle einfach aufrufen, indem Sie auf die Identifikationsnummer neben dem jeweiligen Indexeintrag klicken. Neben der Analyse durch Indexeinträge können Sie auch individuelle Kommentierungen vornehmen und so einen Fußnoten- oder textkritischen Apparat erstellen. Haben Sie beispielsweise ein Wort, welches Sie gerne erläutern würden, dann können Sie dieses markieren und mit Rechtsklick eine sogenannte Notiz anlegen. Sie können hier zwischen verschiedenen Kategorien wählen, wie Sachkommentar oder Textkommentar. Hier können Sie die Erläuterungen einfach in das Volltextfeld schreiben und, wenn gewünscht, für diese noch einen Titel eingeben. Bei unserem Wort handelt es sich um einen eisernen Ofen. Dies kann hier als Sachkommentar zur inhaltlichen Erläuterung des Begriffs hinzugefügt werden. Um sich die Fußnoten anzuschauen, öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenü, gehen auf Notizen zum Dokument anzeigen und dann können Sie hier die entsprechende Notiz sehen. Sie können einfach auf die Notiz klicken. Die Textpassage zur Notiz wird Ihnen dann angezeigt. Im Notizenpool besteht ebenso die Möglichkeit, Ihre Anmerkungen mit Literaturverweisen zu versehen. Hierfür ist an FOD eine Zotero-Bibliografie angeschlossen, zu der Sie sich gerne anmelden können. Alle weiteren Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage. Markieren Sie die Textstelle, welcher Sie einen Sachkommentar zuordnen möchten, und legen Sie eine Notiz an. Um nun einen Literaturverweis hinzufügen zu können, betätigen Sie den Zotero-Button, der die für dieses Projekt hinterlegte Gruppenbibliothek aus Zotero öffnet. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, nach bestimmten Begriffen zu suchen. Haben Sie den passenden Titel gefunden, wählen Sie diesen an und fügen Sie ihn ein. Der in Zotero hinterlegte Kurztitel wird Ihnen nun angezeigt. Wenn Sie fertig mit der Eingabe sind, klicken Sie auf Übernehmen, um Ihre Notiz zu speichern. Sie haben nun erfahren, wie Sie einen Text analysieren und kommentieren können.
Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie ein Dokument für die Aufbereitung zur Druckpublikation exportiert werden kann. Des Weiteren zeigen wir Ihnen, wie Sie es für die Online-Publikation freigeben können und geben Ihnen eine kleine Einführung in den Umgang mit der Publikationsumgebung.